Konzentrationsfähigkeit. Denn ich habe eine Beobachtung gemacht in der U-Bahn hier in Taipei und natürlich nicht nur in Taipei, sondern auch in anderen Städten ganz weltweit. Schauen die Leute in der U-Bahn meistens auf ihr Handy. Früher haben die Leute noch viele Bücher gelesen, also Bücher aus Papier. Ich möchte das gerne differenziert diskutieren. Also ich möchte das gerne mit feinen Unterscheidungen diskutieren. Ich möchte kein Schwarz-Weiß-Denken hier fördern. Wenn ich jetzt das Beispiel Bücherlesen nehme, dann könnte man das Buch auch elektronisch lesen und das wäre ja sogar viel einfacher. Wenn ich mich damit in die U-Bahn setze, dann habe ich kein schweres Buch. Jetzt sehe ich eben, dass in der U-Bahn die Leute nur auf ihr Handy gucken und meistens spielen sie etwas auf dem Handy. Sie lesen Nachrichten oder sie schauen Instagram, sie schauen sich Fotos an oder sie schauen sich Kurzvideos an. Und das ist auch in Ordnung so. Meine Beobachtung ist nur, es wird versucht, die kurze Zeit in der U-Bahn mit etwas kurzfristigem, frischem zu füllen. Aber der große Nachteil ist, meiner Meinung nach, dass unsere Konzentrationsfähigkeit immer mehr nachlässt und dass unsere Konzentrationsfähigkeit immer schwächer wird. Diskutiere mit mir. Ich würde sehr gerne deine Meinung zu diesem Thema hören. Hast du das Gefühl, dass deine Konzentrationsfähigkeit die letzten Jahre schlechter geworden ist oder nicht? Ich habe schon das Gefühl, vor der Zeit der Smartphones, als ich noch kein Smartphone hatte, konnte ich mich beispielsweise beim Lesen länger auf den Inhalt konzentrieren. Ich konnte mich länger darauf konzentrieren, dass ich diesen Text jetzt genau mitverfolgen möchte und sage, was steht da drin, was sind die Fragen, was sind die Kerninhalte. Und ich habe das früher auch besser geschafft. Und ich glaube, dadurch, dass wir so gewohnt sind, uns sehr schnell auf mehrere Dinge für kurze Zeit zu konzentrieren, wir können uns immer schlechter konzentrieren. Was sind deine Gewohnheiten, wenn du in den öffentlichen Verkehrsmitteln bist? Also zum Beispiel in der U-Bahn, im Bus oder in der Straßenbahn. Nimmst du jedes Mal dein Handy aus der Tasche? Oder vermeidest du ganz bewusst, das Handy zu benutzen? Und ich gebe dir jetzt auch ein Beispiel, was mit dem Handyschauen gar nicht so viel zu tun hat. Um mich herum sind eigentlich viele Leute, die herumgehen. Es gibt viele Geräusche. Da gibt es gerade eine Baustelle, einen Presslufthammer und manche Leute schauen rüber und sehen mich an. Eigentlich gibt es ja viele, viele Quellen, wie man sich ablenken könnte oder wie man abgelenkt werden könnte. Und das ist auch eine gute Übung, dass man bewusst versucht, die Konzentration auf etwas zu lenken, dass man bewusst versucht, sich auf etwas zu fokussieren und dass man den Fokus dort bleiben lässt. Das ist das, was man üben könnte. Und durch diese Diskussion mit dem Thema, was machen die Leute in der U-Bahn, sie schauen nur auf ihr Handy und so weiter, ist mir das wieder mehr ins Bewusstsein gekommen, dass ich gerne meine Konzentrationsfähigkeit besser trainieren würde. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Konzentrationsfähigkeit sehr gut oder sehr schlecht ist, dann würde ich auch sehr gerne wissen, warum? Warum denkst du, dass das so ist? Ich hatte gerade Unterricht und im Unterricht habe ich gerade ein Spiel mit meinen Schülern gespielt. Wir haben Ich packe meinen Koffer gespielt. Das ist ein Spiel, wo man verschiedene Dinge aufzählen muss und in einen imaginären Koffer packen muss. Also eine Person beginnt mit einem Objekt, dann muss die zweite Person das eine Objekt sagen, plus noch einem anderen dazu. Und so immer weiter und so fort. Das heißt, am Ende hat man dann ganz viele Objekte, die man mehrmals immer wieder aufzählen muss und die man sich eigentlich ständig merken muss. Wir haben das mit dem Beispiel Büroartikel gemacht, also eine Schere, ein Stift, ein Bleistift, ein Füller, ein Federmäppchen, ein Lineal, eine Schere und so weiter, eine Büroklammer. Wir haben diese Objekte genommen, weil wir damit einfach Deutsch lernen wollten und dann damit Ich packe meinen Koffer gespielt. Und ich habe gemerkt, dass meine Merkfähigkeit wirklich nachgelassen hat. Und deshalb bin ich sehr, sehr motiviert, meine Konzentrationsfähigkeit wieder zu verbessern.
Wie findest du deine momentane Konzentrationsfähigkeit? Tust du etwas aktiv dafür? Hast du Übungen, wo du aktiv deine Konzentrationsfähigkeit trainierst oder nicht? Wie sind deine Erfahrungen? Hast du das Gefühl, dass deine Konzentrationsfähigkeit früher besser war oder auch deine Merkfähigkeit, dein Gedächtnis? Hast du das Gefühl, dass es früher besser war oder nicht? Wie benutzt du dein Smartphone, wenn du zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst? Benutzt du es dann, ja oder nein? Weißt du, ich habe auch etwas gemerkt. Wenn ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln bin, dann mache ich es jetzt oft so. Ich nutze diese kurze Phase als Entspannung. Früher habe ich ganz automatisch mein Handy rausgenommen und Nachrichten gecheckt, Nachrichten kontrolliert, irgendwas angesehen. Jetzt nehme ich mein Handy bewusst nicht mehr aus der Tasche, sondern ich setze mich einfach hin und mache die Augen zu. Denn ich möchte diese kurze Phase als wirkliche Erholungsphase nutzen. Und ich merke auch, dass ich dann über den Tag verteilt mehr Energie habe als vorher. Sich ständig kurzfristig auf etwas fokussieren, macht auch extrem müde. Es ist eigentlich sehr energieraubend und so versuche ich, mich ein bisschen von dem Handy zu entwöhnen. Entwöhnen und sich an etwas gewöhnen sind auch zwei tolle Verben. Man kann es auf Deutsch so ausdrücken. Ich gewöhne mich an etwas, ich gewöhne mich an das Smartphone und ich entwöhne mich vom Smartphone. Das ist das Gegenteil. Also ich gehe weg vom Smartphone. Ich versuche, diese Gewohnheit wieder rückgängig zu machen. Ich entwöhne mich davon. Genau das Gleiche kannst du bei anderen Dingen benutzen. Ich entwöhne mich vom Rauchen, von den Zigaretten oder ich entwöhne mich von Fastfood, was auch immer. Schreibe mir deine Meinungen, deine Erfahrungen auf Deutsch oder in deiner Muttersprache in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen und vielleicht entsteht eine spannende Diskussion für uns alle. Bis zum nächsten Video.